Der volkseigene Fahrzeugbau stellt vor das Moped aus dem VEB Simson Sul SR2E. Mit IFA auf den Straßen immer sicher am Ziel. Sauerkrauts, made for petrolheads. Ich habe mit, wie jeder typisch ostdeutsche Junge, sage ich mal, mit 13, 14 angefangen, ein Moped zu fahren. Wir haben damals mit meinem Papa angefangen, meine Schwalbe aufzubauen. Unter anderem die blaue, die auch in dem Video mit drin ist. Ja genau, die war eigentlich mal schwarz. Die haben wir dann halt im atlantikblauen Blechkleid wieder neu auferstehen lassen, sage ich mal. Und ja, genau, das ist eigentlich so die Faszination an den Ostmopeds, die ich eigentlich so jetzt gerade lebe. Das ist eine ganz coole Mischung eigentlich aus Stolz und Freude und natürlich auch das, wohin ich ihn gelenkt habe, weil ich habe mir, wie gesagt, schon ab dem Kindergarten mitgenommen. Vorne drauf auf der Simson ist er mitgefahren bei mir. Ja, dann so die obligatorischen Feldwege und ja, ab und zu mal halt selber Gas geben und Papa kann ich mal bremsen und so. Ja. Und das hat ihn so begeistert und dann habe ich mir gedacht, das nimmst du einfach auf und verfolgst das weiter. Mal sehen, was er dazu sagt. Du siehst ja, was dabei rauskommt, wenn man die Jugend mal ein bisschen lässt. Und ich denke, dass uns hier ganz gut gelungen ist und ja, hat eigentlich sein Style und mein Style so gut vereint und alt und neu gut kombiniert. Und ich denke mal, da haben wir schon was hingestellt, was so das bis jetzt noch nie so gegeben hat. Also es ist einfach, ja, ich sag mal so, ein kleines Unikat. So, ja, genau. Liebe Sauerkrauts-Community, auch in diesem Jahr schmeißen wir wieder eine Party für euch. Unser inneres Blumenpflücken findet in diesem Jahr am 15.06.2024 auf der Rennbahn Hoppegarten statt. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Auch Elias mit seiner SR2 wird da sein. Warum Zweitakt, warum eine Viertakt? Ja, weil es halt damals so in den Mopeds verbaut wurde. Das ist halt, es gab halt nie einen Viertakt dort drin. Gut, in den Rollern, Nachwenderollern, ja gut, da gab es Viertakt drin, aber wir haben wieder beim Thema, warum kein Roller und warum jetzt das Ostfahrzeug? Weil ich einfach so einen Roller nicht schön finde, bin ich ehrlich. Und auch somit kein Viertaktmotor. Zu dem SR2 bin ich gekommen durch meinen Papa. Der hat mir nachts aus der Nachtschicht eine eBay-Kleinanzeige geschickt, wo zweimal SR2 angeboten wurden. Ein Sandgrauer und halt der Okolyt hier. Und da sind wir dann den nächsten Tag dann gleich nach Frauenhain gefahren. Haben das Ding dann dort geholt für einen sehr schönen Preis. Eigentlich soll es ein Originalaufbau werden. Naja, sieht man ja, was draus geworden ist. Hat nicht so ganz geklappt. Aber ich denke mal, das ist schon ein schönes Teil.
Ja, weil es einfach, ich finde den Originallack schön, ich finde den Kult schön, ich finde die ganze Machart von den Fahrzeugen schön, einfach die Blechverarbeitung auch unter anderem, die Lanza-Karte, die ganze Blechverarbeitung. Genau, das ist schon damals für die damalige Zeit eine Klasse für sich gewesen, dass sie das so geschafft haben und das sollte man, finde ich, ehren und deswegen sollte man das neu auferleben lassen. Naja, also was heißt der Zustand? Also der Zustand war relativ gut. Er war relativ komplett, sage ich mal. Was gefehlt hat, war das hintere Kettenritzel, eine Kette. Ja, Kleinteile halt. Die Elektrik war nicht gut, die Zündung hat gefehlt. Genau, der Motor war aber drinne. Der wurde mir so als fest verkauft, wie er drinne war. Habe ich aber dann lösen können mit ordentlich Rostlöser und Bremsenreiniger. Habe ich dann den Motor lösen können und das Ding läuft wirklich gut. Also dafür, dass das so lange stand. Und Lack wurde nicht aufpoliert. Der Lack ist so, wie er aus der Scheune kam, nur gereinigt. Ja. Ja, die größten Probleme waren eigentlich, ich sage mal, was Einzigartiges zu kreieren, was jetzt nicht gleich so jeder nachbauen kann. Da lag halt der Augenmerk drauf, flache Reifen, breite Felgen und halt, wie gesagt, einzigartige Sachen. Die einzigartigen Sachen sind halt jetzt zum Beispiel hier das Hammerschlagblau mit der silbernen Linierung, die es halt nur in der Exportvariante gab. Und zu DDR-Zeiten kennt man vielleicht immer das Maron oder das Sandgrau. Nee, ich wollte halt gerne das Hammerschlagblau haben. Gravur war so ein Thema, wo ich gedacht habe, Elias, kriegst du das so hin? Aber dann habe ich ihn auch wieder machen lassen, habe seiner Fantasie freien Lauf lassen praktisch und habe auch gesagt, tob dich mal aus, probier mal was, Hauptsache du machst keine Totenköpfe, weil Totenköpfe ist auch wieder so ein Thema, ja, kann passen, kann nicht passen. Ich sage entweder Pflanzenwelt oder sowas, was Zeitloses. Ja. Das hat er hier, denke ich, ganz gut umgesetzt und ja, Blumen blühen immer und passen auch gut dazu. Genau. Ich habe tatsächlich mit dem Seitendeckel dort hinten angefangen, weil ich es einfach mal testen wollte. Ich habe es gesehen auf Instagram bei jemandem und da habe ich gedacht, das sieht so geil aus, das musst du jetzt auch mal probieren. Da habe ich mich hingesetzt und dann ging das los und dann habe ich das halt mal angefangen und habe gedacht, das sieht doch ganz gut aus. Na, dann habe ich halt angefangen, hier den Vergaser mal abzubauen, zu gravieren. Habe ich die Bremsankerplatte graviert hier. Na, und dann habe ich gedacht, na, irgendwie sieht es scheiße aus, wenn da nur so Bauteile dort dran graviert sind. Jetzt gravierst du den kompletten Motor. Naja, und dann habe ich 3 Tage gesessen, mir halt hier die ganzen Muster aufgezeichnet. Genau, halt auch so ein bisschen motortechnisch mit eingebaut. Zum Beispiel von der Blume hier, dass es halt das Innere von der Blume ist. Genau, halt alles aufgezeichnet und dann ausgraviert und so weiter und so fort. Felgen graviert, das ist aber auch nur damals gekommen, weil wir beim Moped Limbo beim Simson-Treffen in Helmsdorf waren. Habe ich den ersten Platz belegt mit 78 cm. Also die Latte war 78 cm über Null und ich bin mit dem Ding liegend drauf unter der Stange durchgefahren. Und dann bei 77 cm bin ich dann leider verunfallt an dem Standpunkt dort. Und da hat die Felge in den Asphalt reingedrückt und da waren unschöne Kratzer in der Felge drin. Und weil ich keine neue Felge kaufen wollte und neu einspeichen wollte, neu zentrieren wollte, weil es einfach auch hier eine Zentrierarbeit ist von pro Felge, sagen wir mal
1,5 Tage, bis das so passt, wie es passt. Habe ich mir gedacht, naja, was machst du denn da jetzt? Haben wir die Reifen runtergezogen und dann angefangen, mit dem Kugelbit dann das Ding rundherum zu gravieren und auch die Stirnflächen auf der Felge wie so eine Art Orderung einzugravieren. Das Ding hat einen Anreißhebel. Warum hat das Ding einen Anreißhebel? Eigentlich hat es Pedalen. Wenn man sich das Ding aber jetzt mal anguckt, ist jetzt eventuell hier so der Boden und dann hat man einen Pedalarm von so einer Länge. Kann man schlecht antreten. Deswegen kam uns die Idee, wir nehmen einen alten Pedalarm, der sowieso abgebrochen ist, und bauen uns hier eine extra Konstruktion aus einer alten Nuss und halt, wie gesagt, dieser Pedalverzahnung und setzen uns dann halt einen großen Hebelhalter drauf, um das Ding anzumachen. Auf der anderen Seite habe ich noch eine Blindkappe gebaut, die da sozusagen drüber geschraubt wird, damit das alles ein bisschen schöneren Look ergibt. So, genau, was gibt es noch so für Besonderheiten? Also wir reden hier von einem 62 Jahre alten Fahrzeug. Der Originallack ist für also in meinem Erachten sehr gut erhalten. Ja genau, dann der originale Kindersitz ist dran. Den habe ich bekommen von einem Arbeitskollegen. Den hat er bei sich gefunden. Dann, was ist noch dran? Ein anderer Sattel ist noch drauf. Das ist ein Möwe-Sattel. Von höchstwahrscheinlich im alten Fahrrad, was es damals gegeben hat. Genau, was noch? Eine originale Simson-Wolke. Und ja. Ja, wie bekommt man so ein Moped so tief? Also hier sind erstens mal 16 Zoll Felgen drin. Das ist bei einem originalen SR2, wenn mich nicht alles täuscht, 19 Zoll Felgen. Somit kommt das Ding kürzer und auch tiefer gleichzeitig. An dem Moped ist nichts abgeflext oder verbogen oder dergleichen. Es ist alles zurückbaubar auf Original. Die ganzen Originalteile habe ich sogar noch da. Also ich könnte ihn jetzt jederzeit wieder zusammenstecken, original und verkaufen. Genau, das war mir wichtig halt bei dem Umbau, dass wir den jederzeit zurückbauen können auf Original, weil es hat doch schon in der Farbe einen Wert, wo ich mir sage, wir tun jetzt hier nicht anfangen, irgendwas abzuschneiden oder wilde irgendwie was dran zu schweißen oder so. Das würde einfach viel zu schade sein für, wie gesagt, den Lackzustand und die Zeit, die das überlebt hat. Wie gesagt, wir reden hier von 62 Jahren. Genau, sonst sind halt vorne die Federn rausgenommen und Distanzbüchsen eingebaut, sag ich mal. Ja, genau. Das ist so eine absolute Magie. Und das hast du auf den Treffen so ganz stark, wo du richtig merkst, dieses Fieber und diese Leidenschaft. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das woanders oder in anderen Teilen der Republik so gelebt wird oder so gelebt werden kann. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber es ist so ein bisschen unerklärlich. Da ist so eine Sympathie und so eine Liebe da und so eine Emotion dabei und auch ganz, ganz viel Kindheitserinnerungen, auch Kindheitserinnerungen bei mir zum Beispiel, an meinen Großvater, wo die Leidenschaft eigentlich immer so schlummert und irgendwann kommt es dann raus. Und wenn du, wie ich für eine Elias zum Beispiel jetzt 12 Jahre lang oder 13 Jahre lang so einen Rahmen auf dem Dachboden stehen hast und dann siehst du dein Kind heranwachsen und siehst, wie der sich für Modellbau begeistert und alles, was einen Motor hat, und dann machen wir mal was mit Zweitakt, oh, eine Kettensäge, und dann siehst du und dann merkst du, wenn er mitfährt, wie er fiebert und wie er da Spaß dran hat, und dann verfolgst du das, dann bleibst du da dran, und das kann man nie erklären. Das ist wie eine Liebe, ne? Das ist Leidenschaft, Glück, da ist alles mit drin, das kann man nie in Worte fassen.
Ja genau, also und beim SR2, wie man denke ich mal sieht, ist es nicht geblieben. Ich habe noch 2 andere Schwalben. Die eine kennt man vielleicht durch Instagram oder andere soziale Netzwerke. Genau, dort ist ein 3-Wege-Luftsystem drin, also ein 3-Kreis-Luftfahrwerk, jeweils mit einem vorderen Kreis, einem Kesselkreis und einem hinteren Kreis. Das habe ich im Winter von 21 auf 22 komplett selber gebaut, selber entworfen, selber konstruiert, alles selber gebaut. Dort stecken knapp 200 bis 250 Arbeitsstunden drin, nur in dem Fahrwerk. Dort ist derzeit ein Motor drin mit 70 Kubik, 6-Kanal und 15 PS Motorleistung. Ja, und die andere Schwalbe ist halt der Brecher auf allen Treffen. Also das Ding ist so tief, da dreht sich jeder um. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Die Deutsche Demokratische Republik Ja, und in der verrosteten Schwalbe, sage ich mal, haben wir auch tatsächlich sehr spezielle Teile eingebaut. Zum Beispiel eine Vergaserinnenbeleuchtung für die bessere Gemischaufbereitung, ein Zündfunkenfilter, falls man mal wieder Rost im Zündfunken hat, wie es halt bei den alten Zündkabeln so ist. Ne? Die innere Kupferleitung ist natürlich ein bisschen korrodiert und da hat man manchmal Rost im Zündfunken. Deswegen sind nur manchmal ein paar Zündaussetzer dort mit drin, aber dafür ist der Zündfunkenfilter da. Genau, betankt, beziehungsweise der Tank bei dem Ding ist eine Goldkrone-Flasche. Auf die Idee sind wir gekommen durch die goldenen Speichen, durch die goldenen Details an dem Ding. Haben wir halt gedacht, Gold, 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 was nimmst du da? Ja, nehmen wir eine Goldkrone-Flasche, war halt schön. Ja genau, was gibt es noch Besonderes bei dem Moped? Ja, dort guckt der Reifen hinten raus. Hinten ist eine 3 Zoll Felge drin, in Rot eloxiert, mit einem BMX Weißwandreifen bezogen. Vorne ist eine 2,5 Zoll Felge drin, mit einem BMX Weißwandreifen bezogen. Sonst, was gibt es noch zu sagen? Das Moped fährt stramme 70 auf der geraden Strecke, aber das will man wirklich nicht fahren, weil wenn du dort nach hinten rutschst, dann ist der Schlupper weg. Genau. Ja, explizit möchte ich mich gerne bei meiner Familie bedanken, die hier die ganze hirnlose unterstützen, sage ich mal so. Ja, und auch bei meinem Nachfolger, sage ich mal, bei meinem kleinen Bruder, der denke ich mal in meine Fußstapfen treten wird. Ein ganz großer Dank geht auch an meinen Retter in der Not, sage ich mal raus, an Danny von Wurstwater Productions, der meine blaue Schwalbe zum Laufen gebracht hat, so dass sie ordentlich Leistung hat und auch mal ordentlich fährt, so wie vorher. Ja, genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal von Sauerkraut. Ich denke, die machen cooles Zeug, weiterhin auch. Genau. Falls ihr noch mehr zu dem Exportthema oder generell zum Thema SR2 wisst oder sowas schon mal irgendwo gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.